Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge, was wir hier in Graz, in Österreich, in Deutschlandsberg machen. Das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück. Wir sind hier im sogenannten Rock & Ink. Ich sag nur Österreich, Graz, Deutschlandsberg. Richtig. Kleines Örtchen und American Diner. Ja. Ich darf die liebe Melanie. begrüßen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ihr habt mir ja geschrieben, wenn ich mal in der Nähe bin, soll ich vorbeikommen, denn das habe ich jetzt schon gesehen, ihr habt eine spezielle Platte. Richtig. Die heißt? School of Hell. Ich sag mal, was kann man sich darunter vorstellen? Es ist eine Platte, die man sich selber zusammenstellen kann, Ja. auch für Personenanzahlen. Und ja, lass dich überraschen, es ist einiges drauf. Also kann man auch wirklich, ich sag mal, jetzt bei euch vorbeikommen, ich sag mal, bestellen und so eine Platte etc. Genau. pp. Alles auf Vorbestellung, aber es ist alles möglich. Und American Diner, Barbecue-mäßig angehaucht. Burger, Steaks. Geil. Okay, freue ich mich schon drauf. Ja. Ich bin mal gespannt, was alles drauf ist. Kannst du schon was zur Challenge sagen? Ich würde sagen, das machen wir dann, wenn die Platte vor dir steht. Also muss ich mich komplett überraschen lassen. Auf jeden Fall. Also meine Lieben, ihr habt's gehört, Rock & Ink Diner wartet in Deutschlandsberg, Graz, Österreich, jetzt umgekehrt. Ich nehme die Challenge an, auch wenn ich noch nicht weiß, was mich erwartet. Aber Super. ich sag mal, mit einer netten, Begleitung, mit einer netten Gastfreundschaft, mit gutem vielleicht American Diner Essen, schauen wir mal, was es wird. Let's Perfekt. go. So. Ei, Aber ei, jetzt. ei, 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 ei. Ja, ja, bitteschön, höre ich ganz kurz nur. Also die kleine Dankeschön. Platte für dich. Die kleine Platte. Die kleine Platte? Die School of Hell Rock & Ink Platte. Genau. Ja. Extra für Big M. Ja, ich sag schon, mir fällt nur ein Wort dazu ein, Henkersmahlzeit. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Okay, was Ja. haben wir? Wir haben Rippchen, wir haben unsere Rock-Combo als Vorspeise. Ja. Wir haben darunter noch Chili Cheese Fries. Ja. Dann Filetsteak, Ribeye Steak, Chicken Wings, Speckbohnen da noch drunter, Grillgemüse, Süßkartoffeln. Okay. Ja, und unseren kleinen Burger extra für dich. Okay. Das ist der edle Handwerker Der mit sieht- viel der- Käse. der sieht geil, der sieht geil aus, der er sieht ist geil geil, aus. auf jeden Fall. Jetzt, wie ist die Challenge? 60 Minuten Zeit, Also doch ein Zeitlimit, 60 Minuten? auf jeden Fall. Okay. Du musst Fleisch essen, hier das Steak essen, Ja. die Chicken Wings essen und unseren Burger auf jeden Fall. Okay, also ich sag mal, die Signatures muss ich essen Genau. und die richtig. Beilagen sind, ich sag mal, so ein bisschen dippen und wie so eine Art kleine Deko, sag ich mal. So ist es. Okay, okay. Schauen wir mal, was du alles schaffst. Boah, das sieht aber schon heavy aus. Puh, ja, dann bereite ich mich vor und bin mal gespannt. Halleluja, meine Lieben. Lass es dir schmecken. Danke, meine Liebe. Aber es sieht schon mal geil aus, das kann ich dir sagen. Auf geht's in die legendäre School of Hell Rock & Ink. Ich sag schon fast Henkersmahlzeit. Eine Stunde haben wir Zeit. Wenn wir das schaffen, wegen kostenloses Essen für die Ewigkeit. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger. Let's go. So, meine Lieben, gehen wir rein da. Ich würde sagen, wir packen uns erstmal von der Seite Spare Ribs mit Barbecue-Soße. Oh. Ha. Allein die Barbecue-Soße bzw. Spare Ribs sind shit. Boah, sind schon heavy, merke ich jetzt schon. Geil. Das nächste mit Knochen, Chicken Wings. Also, was man jetzt schon sagen muss, dass alles Barbecue angehaucht ist. Barbecue Smoked Soße auf den Spare Ribs, Barbecue Soße auf den Chicken Wings. Man sieht es natürlich dann dementsprechend auch, wie dunkel die sind. Sind dann dementsprechend nicht die weichesten. Also von der Haut her, wer so Chicken Wings mag, die eher so ein bisschen weichere Haut haben, sondern haben eher diesen wirklich crunchy Barbecue-Flair. Knallt aber natürlich geschmacklich doppelt und dreifach rein. Also wer Barbecue-Fan ist, das sind die Chicken Wings. Dann haben wir tatsächlich hier einmal natürlich unsere Cuts vom Rind. Einmal Beef in Filetform, einmal Ribeye. Das schmeckt toll. Kann ich mir auf so ein bisschen Salz, streuen wir hier ein bisschen drüber. Pfeffer finde ich ganz geil, dass man es hier mit so in der Soße, auf der Platte mitbekommt, vorstellen. Geil. Nummer 1. Dann haben wir das Ganze hier quasi wirklich noch als Filetform. Wow. Wow. Das ist geil. Filet ist geil. Schau mal, wie weich das ist. Einfach ein Filet, das kann ich so abmachen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ihr braucht es noch nicht mal schneiden. Wie geil ist das denn? Das ist brutal. Boah, das muss ich gleich essen. Da freu ich mich jetzt schon. Da muss ich geil. Süßkartoffel-Potatoes. Mit verschiedenen Dips. Gehen wir mal in den ersten rein. Oh, Sweet Chili, Curly Fries. Dürfte wahrscheinlich eine Barbecue-Soße sein.
Die sind auch geil. Oh, schaut mal hier. Wie so eine Art, ich sag mal, ja, Curly Fries, ne? Oh, die schmecken sehr lecker. Mal mit so einer anderen Soße probieren. Mal schauen, was das ist. Muss ich gleich mal schauen. Kann ich jetzt gerade nicht erraten. Was haben wir hier? Oh! Irgendwas mit Jalapenos. Und Frischkäse, würde ich tatsächlich sagen. Schaut mal hier. Oh, die sind aber scheiße heiß. Boah, das muss mit so einer Sweet Chili. Ja, das sind geile Vibes. Okay, alles geil. Oh, und dann sehe ich tatsächlich, da habe ich mir mal eine Gabel jetzt genommen, Käse Chili Cheese Fries mit warmem Käse. Ja, Chili Cheese Fries. Hier haben wir auch noch was. Irgendwelche frittierten Ringe. Oh, Mozzarella Sticks. Boah, zum Glück ist das nur Beilage, die jetzt nicht offiziell zur Challenge steht, meine Lieben. Ich glaube, die könnten auch mit Barbecue geil schmecken. Käsedip haben wir da auch noch. Ich glaube, dann haben wir soweit aber alle. Nein, ich sehe es gerade, schaut mal hier. Wir haben hier unten sogar noch Brechbohnen mit Speck. Mit Knoblauch. Also, ich bin mal gespannt, womit ich gleich mit euch noch was finde. Denn ich sehe gerade hier selbst Grillgemüse noch. Boah, aber wir müssen uns jetzt mal aufs Fleisch konzentrieren, denn das ist die Challenge. Wir gehen rein. Ich packe mir die nächste Rippe. Boah, also das wird eine Challenge. Den Burger, den lassen wir uns gleich nochmal über. Das könnte ein Highlight werden. Aber, meine Lieben, rein geht's. ...48 Minuten sind wir dabei. Wir haben die 50 Minuten unterschritten. Scheiße, ist das viel. Also ich habe jetzt schon 3, 4, 5 Stangen von diesen Ribs gegessen. Hier sind immer noch 3 drauf. Hier ist auch noch eine halbe, sehe ich gerade. Dann haben wir, ich habe schon gerade gezählt, 20 von diesen Wings. Ne? Also wahnsinnig viel. Hab aber jetzt schon zum Glück, weil es mir einfach am besten schmeckt, das Filet habe ich komplett inhaliert. Das war der absolute Wahnsinn. Also wenn ihr hinkommt, Favorite bestellt, ich sag mal, Burger probieren wir gleich noch zusammen. Also der sieht brachial aus. Auf jeden Fall die Steaks. Das Filet, absoluter Wahnsinn. Das Ribeye auch gut. Wird das Filet safe bevorzugen. Auch mit den verschiedenen Soßen, ne? Hier kann man echt zum Barbecue-Fan werden. Wobei, das habe ich auch schon kennengelernt. Es stopft unnormal krass. Gerade Barbecue. Und Barbecue hat nachher einen sehr krassen eigenen Geschmack, gerade wenn es auf, ich sag mal, sehr viel geht. Aber 46 Minuten, ein Viertel der Zeit um. Ich weiß nicht, ob schon ein Drittel der Fleischplatte ist, aber gehen wir in den nächsten Dip zusammen rein. Schaut mal, schöner Coleslaw. Das hat gerade nochmal einen geilen Geschmack gegeben. Also, vielfältig Platte. Ich erfinde immer wieder, sehe immer was Neues. Meine Nase läuft, das heißt, es geht gut. Der Körper aktiviert. Steak ist jetzt auch gleich leer. Mal schauen, wie wir dann weitermachen. Let's go. Auch die 40 Minuten haben wir jetzt gerade unterschritten. Ich habe gesagt, so nach der Hälfte gehen wir mal in den Burger rein, denn der scheint so juicy zu sein. Den will ich mir so ein bisschen fürs Finale aufheben. Vor allem, weil er auch optisch einfach geil aussieht. Der motiviert mich so ein bisschen. Von den Ribs sind wir wieder ein bisschen vorangekommen. Die Steaks habe ich, wie gesagt, inhaliert. Ich bleibe aber bei Filet mein Favorite. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was wäre euer Favorite von dieser Platte? Onion Rings gehen auch immer. Aber ich darf mich nicht zu sehr verlieren da, weil es natürlich zusätzlich stoppt und jetzt offiziell nicht zur Challenge gehört. Aber schreibt es gerne mal rein, interessiert mich einfach mal persönlich, was euer Favorite ist. Für mich stand jetzt ganz klassisch Süßkartoffelpommes. I love it. Und wovon ich auch ein Fan bin und das merke ich langsam, ist von dem ersten Schluck richtigen Wasser. Hat gerade schon einen Schluck. Oh, ich würde sagen, wir geben mal weiter Gas und als nächstes gehen wir mal in den Burger rein. Also meine Lieben, wir gehen ins letzte Chicken Wing tatsächlich rein. Wir haben das auch so bald durch. Snacken hier und da noch mal kurz die eine Süßkartoffelpommes. Ich habe jetzt gerade Trick 70 angewendet. Und zwar habe ich mir jetzt die komplette Schüssel vom Coleslaw genommen und über die letztlichen Chicken Wings und die letzte Spare Rib Platte drüber gemacht. Ihr seht, wir haben jetzt tatsächlich nur noch in Anführungsstrichen die Beilagen hier, die, ich sag mal, zur Platte dazugehören, wenn man sie bestellt mit vielen Kollegen etc. pp. Zum Glück nicht zur Challenge gehören. Aber wir wollten jetzt ja, ich sag mal so nach der Hälfte das erste Mal in den Burger reingehen. Boah. Und der sieht schon heavy aus. Also mindestens 4 Patties dabei. Wir schnappen uns das Ding mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Halleluja, mein Lieben. Und da haben wir unseren Handwerker-Burger, glaube ich, wie er heißt. Mit Käsesoße etc. pp. Wir gehen mal zusammen rein da. Boah. Scheiße. Also, der sieht nicht nur böse aus, der ist auch böse.
4-mal Fleisch, wenn ich mich nicht irre. Bacon, Barbecue, Tomaten. Eine Käsesoße, die, glaube ich, noch oben drüber gelaufen ist, mittlerweile natürlich fest geworden ist. Weil dadurch, dass der Burger, das war nämlich der Vorteil, weil ich mir schon gedacht habe, gestapelt ist, bleibt er länger warm als alles andere. Boah, das ist ein Mammutding. Aber genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, kommt es nach dem Filet für mich jetzt direkt schon an zweiter Stelle. Geil. Also, meine Lieben, ihr seht, das Größte vom Fleisch haben wir weg. Jetzt wartet nur noch der größte Burger, den es hier gibt. Aber der wird nochmal eine Aufgabe, vor allem jetzt, weil ich werde immer langsamer, haben nicht mal die Hälfte mehr der Zeit. Boah, wir versuchen es. Let's go. Die 20-Minuten-Marke haben wir angebrochen. Oh, brechen wir es an. Was ich gemacht habe, ist so erstmal nach und nach jetzt den Burger von Step by Step zu nehmen. Jetzt gerade kommt die Challenge durch, anstatt das reine Essen nur noch. Der Käse, wie ich es vorhin gesagt hatte, knallt unnormal rein. Da war so viel Käse oben drüber. Und ich habe es gerade auch im Livestream schon gesagt, wie auch immer mehr ich mich jetzt gerade auf die Challenge einstelle. Weil jetzt gerade wird es echt die Challenge an sich, weil es einfach so viel ist. Und jetzt aber auch aufgrund der Zeit immer knapper wird. Und ich kriege immer mehr Durst. Das merke ich natürlich auch. Ne? Macht sehr, sehr durstig. Was immer noch mein Favorite bleibt, ist zwischendurch mal eine Süßkartoffelpommes snacken. Daumen drücken. Vielleicht könnte noch so ein Zwiebelring nochmal Wunder wirken. Oh ne, der war falsch. Süßkartoffelpommes, top, geht gut. Zwiebelring gerade falsch. Schauen wir mal weitermachen. Also meine Lieben, die 10 Minuten sind angebrochen, die letzten 10 Minuten. Wir haben immer noch ein Stück vom Burger Patty übrig. Hier auf der Platte ist jetzt noch ein bisschen Bacon, der runtergefallen ist vom Burger. Den tun wir uns hier mal in die Mitte. Aber ansonsten ist nicht mehr viel da. Klar, für 10 Minuten, es ist jetzt übertrieben gesagt, dass es wenig ist. Aber wie gesagt, vom Fleisch, von das, was für die Challenge zählt, haben wir tatsächlich nur noch hier ein bisschen Stück von dem Fleisch, von dem Bacon da. Und ansonsten nur noch das eine Stück Fleisch mit ein bisschen Brot und Salat unten drunter. Meine Lieben, das könnte sich ausgehen, könnte sich auch nicht ausgehen. Ich bleibe dabei, ich snack immer mal wieder. Auch wenn es völlig Banane ist, wenn man denkt, man isst doch die ganze Zeit dann dazu mehr. Aber es tut gut, immer wieder so eine Sweet Potato Fries zu essen. Die habe ich fast komplett hier aufgegessen, die Seite, auch wenn sie nicht zur Challenge gehören. Aber damit hätten wir die Challenge geschafft, wenn damit alles weg ist. Und ich gebe nicht auf, obwohl es nur noch 8 Minuten sind. Aber es wird ein Kampf. Ich quatsch weniger und versuche die letzten Fleischstücke, boah, auch wenn es wirklich noch viel ist, noch mit euch zu schaffen. Oh. Also meine Lieben, wir gehen nochmal zusammen durch, um auch völlig nochmal sicher zu sein. So wie ich hier sehe, ist auf der Platte tatsächlich jetzt das letzte Stück vom Burger soweit durch. Das heißt, wir haben jetzt wirklich hier nur noch, wenn ich auch hier mir die Platte anschaue, den Salat, die Tomaten, die Süßkartoffelfries, wobei von denen kann ich echt nicht genug bekommen. Aber haben es tatsächlich in einer Stunde, ich sag mal in knapp 59 Minuten geschafft, boah, die School of Hell Platte, ich sag mal die XXL Challenge Herausforderung anzunehmen, das ganze Fleisch zu essen, die diversen bis zu 10 Beef Ribs, ich sag mal knapp 20 Chicken Wings, boah, die kiloweise oder beziehungsweise fast das Kilo Steak und jetzt auch den 1 Kilo Burger oder wie viel das noch war, Halleluja meine Lieben, und noch hier und da ein paar Beilagen gesnackt. Also das war heavy, aber auch lecker. Oh, Halleluja. Ich würde sagen, wir holen uns die Verantwortliche nochmal, die uns nochmal über die Schulter schauen soll, ob es auch soweit passt. Ich hoffe es. Und dann nehme ich die Dessert-Tiki auseinander. Halleluja, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, da hat auch America wieder was zu bieten. Aber wir lassen uns erstmal vom Schiedsrichter begutachten, ob es auch soweit passt. Währenddessen trinke ich einen Schluck. Geschmeckt? Es hat sehr geschmeckt, es hat sehr gemundet. Brauchst du noch mehr? Nee, also Okay. Zumindest nicht davon. Also damit hast du mich gerade völlig fertig gemacht in den 60 Minuten. Aber ich hoffe, ich habe euch auch fertig gemacht oder die Platte. Ist alles sieht geschafft aus, vom ja. Fleisch oder sagst du, du findest noch was, wo du sagst, das ist nicht essbar? Alles, was ausgemacht war, hast du gegessen, hast du geschafft. Ich würde sagen, Challenge Geschafft? geschafft. Kostenloses Sehr cool. Essen für die Ewigkeit? Ja, sicher. Also meine Lieben, ihr habt es gehört, kostenloses Essen für die Ewigkeit, wobei ich gerade, doch, eine Sache fällt mir ein. Wie sieht es mit Desserts aus? Habt ihr da? Wir haben Schokokuchen, Ja. so Schokosoufflé ist das. Cherry Cheesecake. Mit flüssigem Kern. Ja.
Habt ihr das auf der Speisekarte wir oder auf der Speisekarte. könntest du mir mal eine bringen mit dir, dass ich mit dir mal das zusammen kurz durchgehe? Ja, sicher. Weil ich will es mir gerade irgendwie visuell auch mal gerade vorstellen. Dann nehme ich einmal den Palatschinken und den Schoko. Ja, passt. Machen wir den. Super. Okay. Ah, So, schau mal. Dankeschön. Bitteschön. Es sieht toll aus und wir haben auch hier wieder eine große Portion. Na sicher. Palatschinken Genau. mit Schoko und Lava Cake mit ein bisschen Beeren. Dein Favorite war der Schokokuchen? Ja, sicher. Sollen wir zusammen reingehen? Na Zum klar. Ende des Tages? Ja, klar. Ach, ich sehe schon, du hast doch extra 2 Löffel, oder? Guck mal, dann nimm du doch da Ja, ich drüben. nehme da drüben. Ja? Dann erstmal, Cool. gönn dir. Danke. Oh, Oh, schau. es zerläuft schon wieder mit dem flüssigen Kern, meine Mega. Lieben. Boah. Kann ich verstehen, warum es dein Favorite ist. Es bleibt und ist auch immer noch mein Favorite. Sehr cool. Oh, sehr lecker. Ich liebe halt die Variation kalt und warm. Deswegen liebe ich halt gerade so einen Lava Cake. Dürfte Das aber ist auch zum Crepe halt passen. Den Crepe ist auch innen drinnen noch gefüllt? Ja, mit Vanilleeis. Ach, innen drin auch noch Vanilleeis. klar. Können wir uns mal den Crepe? Schwierig. Das Ding ist gerade, hier ist so viel Eis drin, meine Lieben. Wenn man hier drauf drückt, kommt die ganze Eiscreme raus. Deswegen ist das Ding auch so fett. Und das schmeckt halt natürlich gerade umso krasser, weil da so viel Eis drin ist. Aber der Lava Cake, ich sag euch ehrlich, mit dem flüssigen Kern, das ist und bleibt jetzt auch hier mit so einer kleinen Beere mein Favorite. Ja. Meine Lieben, damit würde ich sagen, gehen wir auch zusammen in unseren letzten Nachtisch rein, der mir sehr gemundet hat. Da danke ich dir jetzt schon. Ich muss sagen, ich weiß gerade noch nicht mal, wie ich das Ende hier so richtig finden soll, weil einmal hat mir der Lava Cake gut geschmeckt, zum anderen jetzt noch die wilde Kombination mit dem Palatschinken, weil es so viel Schoko, weil es so viel Vanille war. Aber damit sage ich vielen, vielen Dank an dich nochmal für die geile Challenge. Die School of Hell Platte ist geschafft, war erfolgreich. Was viele aber noch interessiert und mich persönlich jetzt auch, wir haben die Spannung bis zum Ende aufgehalten. Was war jetzt der Preis der Platte? Der Preis der Platte sind zwischen 300 und 350 Euro. Okay. Je nachdem, wie viele Leute davon essen. Ja. Also viele haben nämlich geschätzt, also zwischen 300, 340, 350 Euro Ja, mit allem richtig. drum und dran. Haben auch das Genau. am Ende noch aufgelöst und erfahren, was wir auch erfahren haben. Der Nachtisch ist leer, wie auch immer. Vielleicht bestelle ich mir gleich noch den einen oder anderen Lava Cake dazu. Kostenlos ist uns jetzt hier gesichert. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne liken, abonnieren. Wird definitiv mal wiederkommen. Super. Vielleicht auch für den einen oder anderen Nachtisch, den ich jetzt noch nicht mehr genehmige, sondern erst wieder beim nächsten Mal. Liebe Grüße aus Graz von Rock & Ink. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.